Die deutschen Fälle. Keine Panik, die deutschen Fälle sind einfach. Genau das werde ich dir in dieser Videoreihe beweisen, denn in der Regel werden sie nur sehr kompliziert erklärt, folgen aber einem klaren und strukturierten System, das fast keine Ausnahmen kennt. In diesem ersten Video geht es darum, dir zu zeigen, was Fälle eigentlich sind, wofür sie stehen und warum es so wichtig ist, dass du hier die Grammatik deiner eigenen Muttersprache verstehst, denn zumindest alle europäischen Sprachen benutzen auch Fälle, auch Englisch. Was? Hast du das gerade richtig gehört? Englisch nutzt Fälle? Ja, Englisch nutzt die Fälle. Was denkst du, warum du he zum Beispiel zu him ändern musst oder she zu her? Das ist ganz einfach Akkusativ, Dativ. Dein Englischlehrer hat dir das nie so erklärt, weil das auf Englisch ganz einfach nur noch bei ganz wenigen Wörtern angewendet wird, auf Deutsch aber bei allen Artikeln, Adjektiven und Nomen gemacht werden muss. Deshalb ist es auf Deutsch so wichtig, die Fälle wirklich zu verstehen. Aber auf Deutsch gibt es nur 4 Fälle. Auf Russisch sind es, glaube ich, 6 Fälle. Und wenn du nach Island gehst, dann musst du mit mehr als 30 Fällen kämpfen. Dementsprechend Deutsch hat nur 4 Fälle, die auch alle einem klaren System folgen. Damit wir uns aber erstmal einen kleinen Überblick verschaffen, wofür jeder einzelne Fall steht, dafür gehen wir jetzt in mein E-Book. Was ist ein Fall? Als erstes mal die pure Definition. Die deutsche Grammatik kennt 4 Fälle, auch Kasus genannt. Die Nomen im Satz haben verschiedene Funktionen und je nach Funktion hat das Nomen einen anderen Fall. Der Fall erklärt also, welche Funktion das Nomen hat und in welcher Beziehung es zu den anderen Wörtern steht. Das klingt komplizierter, als es ist. Schauen wir uns aber als erstes mal die 4 Fälle an, die es gibt. Das ist der Nominativ, Akkusativ, Dativ und Genitiv. Hier steht nur 4 Fälle, denn es gibt andere Sprachen mit deutlich mehr Fällen. Als erstes, was repräsentieren die Fälle? Grundsätzlich repräsentiert der Nominativ immer die Grundform des Nomens und beschreibt das Subjekt, also die Person oder Sache, die handelt oder über die man spricht. Der Akkusativ repräsentiert das direkte Objekt, also das, was für die Handlung benutzt wird. Der Dativ repräsentiert das indirekte Objekt, also den Empfänger vom direkten Objekt, und der Genitiv repräsentiert immer den Besitz und Zugehörigkeit. Bevor ich genauer auf die Fälle eingehe in einzelnen Videos, schauen wir uns noch an, welche Wörter überhaupt einen Fall bekommen. Grundsätzlich ist das jedes Nomen. Jedes Nomen hat immer einen Fall und zusätzlich bekommen auch alle Wörter, die zur Wortgruppe des Nomens gehören, also zum Beispiel Artikel und Adjektive, den Fall des Nomens. Aber auch Wörter, die ein Nomen ersetzen, zum Beispiel Pronomen, bekommen ebenfalls den Fall des Nomens, das sie ersetzen. Also Artikel, Nomen, die meisten Pronomen und Adjektive müssen dem Fall angepasst werden. Der Vater geht morgen mit dem Kind in die Schule. Hier haben wir 3 Nomen. Einmal ist es Nominativ, der, dem Kind, Dativ und die Schule. Hier seht ihr schon, normalerweise ist es der, die, das. Bei Vater Nominativ klappt das auch noch gut, bei Schule geht es auch noch, aber hier seht ihr schon, im Dativ muss das zu dem wechseln. Also hier sind diese 3 Nomen haben einen Fall und der Artikel muss dementsprechend angepasst werden. Wie findest du raus, welchen Fall du benutzen musst? Grundsätzlich gilt die Funktion im Satz, wie oben beschrieben, bestimmt den Fall, aber auch das Verb und auch Präpositionen bestimmen den Fall.
Wie genau und wann du welche Regel anwenden musst, dazu mehr in den folgenden Videos. So, jetzt hast du einen ersten Überblick über die deutschen Fälle. Deine Aufgabe jetzt ist es, herauszufinden, was genau ist der Unterschied zwischen einer Präposition und einem Adverb, einem Nomen, einem Verb. Denn es ist extrem wichtig, dass du die deutschen Wortarten kennst und zum Beispiel genau weißt, was ist eine Präposition und was ist keine Präposition. Ansonsten wirst du große Probleme haben, die deutschen Fälle zu verstehen. Ich habe dazu schon Videos gemacht, die verlinke ich dir in den Infokarten hier oben in der Ecke. Falls Deutsch nicht deine Muttersprache ist, dann schau auch mal einfach in deiner Muttersprache nach, wie funktionieren die Fälle dort, denn die meisten Sprachen, zumindest die europäischen Sprachen, nutzen Fälle. Wenn du weißt, wie das funktioniert in deiner Muttersprache, hilft dir das auch beim Deutschlernen. Ansonsten empfehle ich dir auch, dir mal mein E-Book zu den deutschen Fällen anzuschauen. Dort hast du alles nochmal sehr übersichtlich als PDF zusammengefasst und es gibt außerdem auch hunderte Übungen zu den Fällen, damit du die Fälle danach garantiert beherrschst. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder zu meinem nächsten Video zum Nominativ, wo ich dir den Nominativ nochmal ganz genau bis ins letzte Detail erkläre.